Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin heute in Raisting in Oberbayern beim Kurt Feilke im Dachgeschoss, ein kleiner Raum, in dem in Spur Z im Maßstab 1:220 ein kleines Paradies entstanden ist. Seit dem Jahr 2012 hat Kurt angefangen, diese wunderschöne Anlage aufzubauen in vielen, vielen Teilen. Ich zeige jetzt mal kurz den ersten Orientierungslauf, damit man sehen kann, wie schön insgesamt diese Anlage ist. Und danach zeige ich dann die einzelnen Anlagenteile chronologisch in der Reihenfolge, wie sie gebaut wurden. Der allererste Anlagenteil, den hat Kurt Feilke Neuschwanstein genannt. Allerdings nennt er den jetzt Neuschwanstein. Der Anfang war nämlich gar nicht mit Neuschwanstein. Der Anfang war dieser Anlagenteil, nur mit diesem Oval in der Mitte. Das war 1,50 Meter breit und 60 cm tief. Und es hat auch dann hier diese zwei Gleise, die ich hier zeige, noch gar nicht gegeben. Und es war also hier nur dieser Teil mit diesem zweigleisigen Oval, mit der Strecke, auf der jetzt hier auch zwei Züge unterwegs sind und auf der auch hier diese Berglandschaft schon entstanden ist, mit Schneelandschaft, mit Winter Wonderland. Und dann war hier am Ende, hat mir die Frau von Kurt Feilke vorhin erzählt, da war eigentlich noch ein grässliches Holzbrett und das hat ihr nicht gefallen und dann hat sie gesagt, sie macht das jetzt schöner und sie hat sich spezialisiert darauf, dass sie hier diese Anlage ein wenig in Richtung Landschaften und Realität verschönert. Wir schauen uns hier mal viele der Details an auf diesem Anlagenbereich, der hier eigentlich schon wunderschön ist. Jetzt verfolge ich mal einen Zug ein wenig. Und dann die E44 noch. Die fährt hier eine große Runde. Das ist jetzt hier die Verlängerung der Anlage. Die wurde dann später nochmal angebaut, 60 cm in der Breite und auch verbreitert auf 85 cm. Und dann wurde hier noch eben dieses große Oval wurde dann angebaut. Und ganz zum Schluss kam hier auch noch eine kleine Pendelstrecke, die automatisch fahren soll, die allerdings ein bisschen Kontaktprobleme hat und deshalb dann irgendwie anscheinend nicht mag heute. Aber hier gibt es viele Sachen, man müsste eigentlich Stunden an dieser Anlage verbringen und viele, viele Details filmen. Ich zeige da jetzt mal eigentlich ein bisschen was. Die Hintergrundgeräusche, die man jetzt hier hört, sind einerseits dann die Züge und andererseits das Surren teilweise von irgendwelchen automatisierten Bewegungsabläufen, die wir hier so in der Landschaft eben haben. Hier ist noch so eine Brücke etwas symbolisiert, so in Richtung Hohenschwangau, Neuschwanstein. Das Schloss Neuschwanstein, das mir vorhin gesagt worden ist, von Märklin ein Bausatz gewesen, den er hier gebaut hat und den er hier auch wunderschön mit Figuren besetzt hat. Zu den Figuren muss ich gleich was sagen. Das ist hier eine Mischung. Vieles ist in 1:220 und auch viele der Gebäude. Aber es gibt leider in 1:220 sehr wenige Gebäude. Deshalb muss man hier so manches und auch so manche Autos in 1:160 in Spur N dazu schwindeln. Bleibt nichts anderes über, es hilft halt nichts. Dann verlassen wir jetzt den ersten Anlagenteil, der 2012 angefangen wurde und dann irgendwann jetzt selbst im letzten Jahr noch erweitert wurde mit dieser Pendelstrecke. Dann kommt der zweite Anlagenteil, der ist ein paar Jahre später angefangen worden. Der begann eigentlich hier in der Mitte mit einem Bereich 85 cm breit, also von hier etwa bis hier, das ist die Breite mit 85 cm. Und die Tiefe war in diesem Bereich 150 cm und das war dann der eigentliche Anlagenbereich, der dann später auch in den nächsten Jahren sukzessive erweitert wird. Jetzt schauen wir uns erstmal diesen Anlagenteil an. Dieser Anlagenteil besteht aus insgesamt 4 Stromkreisen normal plus einen für die äußere Oberleitung, die auch funktionstüchtig ist, wenn man eine Lok mit Oberleitung direkt versorgen will. Allerdings ist das nicht so sonderlich betriebssicher, deshalb macht er das nicht. Und dann gibt es hier noch eine kleine Bergstrecke,
auf der normalerweise hier der Schienenbus pendelt von der Chiemgaubahn, der allerdings momentan heute auch Ladehemmung hat und nicht mag. Hier gibt es einen schönen Bergbahnhof. Und es ist hier viel auf der Anlage zu sehen. Hunderte, tausende Figuren, fürchte ich, dürften hier verbaut sein. Und auch Gebäude sind es schätzungsweise mindestens 300, 400 Gebäude, die da durchaus hier im Einsatz sind. Bei der Geschwindigkeit der Züge, manche werden schon wieder sagen, das Krokodil fährt viel zu schnell. Allerdings ist es halt oft auch ein bisschen ein Kontaktproblem bei der Spur Z, dass eben manchmal Züge, wenn sie langsamer fahren, dann leider halt doch stehen bleiben. Aber wir haben versucht, dass die meisten Züge nicht zu schnell fahren. Dann zu diesen Anbauerweiterungen der Anlage. Hier ist es so ein Stück angebaut worden, so ungefähr 30 cm tief. Mit hier einem Fabrikgelände. Und einer kleinen Eigenheimsiedlung. Und hier mal eine große Bundesstraße mit viel Lkw-Verkehr, die sich normal immer staut und die Leute immer jammern, dass es hier so laut ist am Badeweiher. Kleiner See. Am Badeweiher ist auch eine Musikkapelle. Ob ich die noch scharf bekomme, mal schauen. Bei dem Lärm hört man natürlich nichts von der Musik. Dann zu diesem Anlagenerweiterungsteil sollte ich noch ein bisschen was dazu sagen, der hier komplett an der Seite angebaut wurde. Der ist nachgebildet, das ist Alsfeld bei Fulda. Das hat hier die Frau Feilke eben irgendwo mal gestaltet, weil sie mal eine Zeit lang Lehrgänge und Schulungen in Alsfeld gemacht hat und dann ihr sich diese Altstadt angetan hat und dann hat sie gesagt, das muss sie einfach mal nachbauen. Und da gibt es auch das Alsfelder Rathaus als Bausatz und schon ist es passiert, dass genau das dann tatsächlich in Spur Z entstanden ist. Unten auch Arkaden, das ist auch wunderschön gemacht. Und auch dieser Anlagenteil ist am hinteren Ende erweitert worden mit einem Teil, der irgendwo mal nicht im Einsatz ist, aber einfach auch eine lange Brücke, die hier noch in Szene gesetzt wurde, die mal aus einem früheren Anlagenteil übergeblieben ist. Inzwischen ist Alsfeld beleuchtet worden, dann sehen wir das eben auch ein bisschen schöner noch in Abendstimmung. Diese Anlagenteile sind alle eigenständig gebaut und sollen auch eigenständig bleiben und hat auch jeder seinen eigenen Trafo oder mehrere Trafos. Hier sehen wir auch 5 etwas ältere Märklin-Trafos, die eigentlich heute nimmer die richtigen wären, die allerdings bei Spur Z die Spannungsprobleme nicht sind. Bei H0 sollte man solche blauen Trafos wirklich nicht mehr verwenden, weil beim Spannungswechsel eine Überspannung entsteht. Und bei Z haben wir diesen Spannungsstromstoß nicht und da haben wir diese Probleme nicht. Diese Anlagenteile sind deshalb bewusst einzeln, dass man sie einerseits jederzeit auseinandernehmen kann für Wartungszwecke und dass man auch vielleicht später mal, wenn man mal irgendwo sich vielleicht von einem Anlagenteil trennen will, auch einen einzelnen verkaufen könnte. Dieser Anlagenteil, das ist Anlage Nummer 3, der geht hier bis zu dieser Brücke, wo jetzt gerade der Zug fährt. Der hat eine Größe von 55 x 120 cm. Das ist nur ein eingleisiges Stück, ein eingleisiges Diorama als Anlage, das hier gebaut wurde. Und das ist da hinten auch ein schönes Anbauteil, habe ich mir vorhin auch schon erklären lassen.
Das ist so ein Hubschrauberstützpunkt. In Fürstenfeldbruck zum Beispiel gibt es so einen Bundeswehr-Hubschrauberstützpunkt, bei dem auch Hubschrauber gewartet werden oder mal gewartet wurden. Ich weiß nicht, ob der heute noch im Einsatz ist. Und das ist jetzt hier auch eine Wartungshalle, die hier aufgebaut wurde. Dann kommen wir zum Anlagenteil Nummer 4. Der ist der höchste Anlagenteil. Der hat ein Spielniveau auf 95 cm und der hat eine Größe von 1,5 Meter in der Breite und 50 cm in der Tiefe. Auf dem sind normal bis zu 3 Züge im Einsatz. Momentan fahren hier nur 2 Loks. Ist vielleicht auch mal schön, wenn man mal nicht nur Züge sieht, sondern auch mal einzelne Loks, die kurz vorm Rangiereinsatz sind. Und auch diese Anlage mit vielen, vielen Details. Der Bahnhof Neuffen. Ein sehr futuristisches Stellwerk. Und dieser 4. Anlagenteil steht hinter dem ersten Anlagenteil. Der hat übrigens noch als Nachtrag eine Spielhöhe von etwa 65 cm. Und wie man diese Anlagenteile trennen kann, zeige ich jetzt nicht, aber ich zeige danach dann auch gleich, blende ich gleich ein, wie die Anlagenteile geteilt sind, damit man mal sehen kann, wie das dahinter aussieht. Jetzt sind die beiden Anlagenteile mal kurz getrennt für Wartungszwecke vorhin und ich kann die jetzt hier mal zeigen. Hier ist eine Fabrik unten, die man normal gar nicht sieht. Und hier auch, da fahre ich mal näher hin. Dann gibt es unter der Eisenbahnanlage noch ein Bergwerk. Und auch hier nochmal, und hier ist auch nochmal was in Szene gesetzt. Und auch das sehen wir normal bei diesem Anlagenteil nicht. Das schaue ich mir jetzt auch gleich an. Und jetzt schieben wir sie wieder zusammen und es geht weiter mit dem anderen Video wieder. Jetzt sind wir wieder retour mit der Teilung, die ist jetzt vorbei. Jetzt versuche ich mal hier was einzufangen, einen fliegenden Adler. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich schalte mal die Beleuchtung noch von meiner Kamera zu, ob es dann vielleicht tatsächlich klappt, dass man ihn erahnen kann, der hier kreist. Man sieht ihn schwirren, aber man kann ihn fast nicht erkennen. Naja, Spurt Z ist halt Maßstab 1:220, da ist halt selbst ein großer Adler klein. Hier noch ein Anbauteil, das wir uns auch mal anschauen sollten. Und das haben wir vorhin ja schon separat gesehen. Das ist normal ja jetzt hier fast nicht zu sehen, deshalb war es gut, dass ich das mal vorhin zwischendurch gezeigt habe. Und jetzt kommen wir zum neuesten Anlagenteil. Der ist auf einer Spielhöhe von 55 cm entstanden, damit der hier auch zwischen die beiden Anlagenteile noch reinpasst. Der ist etwa 1,40 Meter lang und 75 cm breit. Und auf dem sind 3 Kreise, auf denen 3 Züge fahren. Momentan sind 2 im Einsatz und einer fährt jetzt hier wirklich schnell. Ich denke, dass der hier auch noch nicht mal vorbildgerecht schnell fährt. Der ICE fährt nämlich normal umgerechnet, denke ich, doch noch ein bisschen schneller.
Dann auch hier wieder Wasser. Wasser spielt sich auf dieser Anlage oft ab in Form von Seen, Weihern, Baggersee oder sonstigem. Hier ist gerade auch ein Einsatz, Übungseinsatz der Bundespolizei. Hier ein großes Bahnhofsgebäude. Und hier ist eine Schiebebühne, die momentan noch nicht im Einsatz, die ist irgendwie vor 2 Jahren dazugekommen, habe ich gehört. Die fährt allerdings momentan noch nicht, die hat noch Kontaktprobleme. Das will Kurt Feilke demnächst mal instand setzen und in Betrieb nehmen. Genauso wie er demnächst als 6. Bauabschnitt mal mit einer Drehscheibe anfangen will und mit einem Betriebswerk und vielleicht auch noch mit einem Ringlokschuppen. Mal schauen, ob er das die nächsten Winterjahre machen wird, weil er meistens in den Wintermonaten gemeinsam mit seiner Frau arbeitet. Im Sommer ist die Modelleisenbahn zwar schön mal kurz zum Anschauen, aber es macht halt doch mehr Spaß in den Wintermonaten, wenn man sonst nichts anderes anfangen kann. Dann hier ein Nebenergänzungsmodul, das auch sehr belebt ist, das wir uns jetzt mal in aller Ruhe anschauen. Das zeigt hier einen Zirkus. Und hier kommen wir rüber in eine ganz andere Gegend. Strand mit ein bisschen Sand und ein Fischmarkt, ein kleiner. Und ein bisschen Küste, die hier auch nachgebildet wurde. Dahinter noch ein Fabrikgelände. Und dahinter versuche ich jetzt auch mal einzufangen mit dem Tele, so ein bisschen näher hinkommt. Auch eine dieser Ergänzungsszenen, die so 30, 40 cm tief sind, um eben auch dieses Dachgeschoss ein bisschen zu ergänzen. Da ist ein Feuerwehreinsatz. Dann ist hier eine Tankstelle mit einer Autowerkstatt im Hintergrund. Und dann ist hier noch eine Kirche mit einem kleinen Friedhof. Und auch hier nochmal dann, das war dann der Bundeswehrstützpunkt, den wir uns vorhin angeschaut haben mit den Hubschraubern. Dann kommen wir noch zum neuesten Anlagenteil, der jetzt hier im Winter 2022 entstanden ist. Das war so ein kleines Rundkurs für Schlittschuhläufer. Der war so 25 x 30 cm groß, den hat Frau Feilke irgendwo in der Gärtnerei besorgt. Hat sie gesagt, der hat ihr so gut gefallen, dass sie gesagt hat, den muss sie heimlich erweitern, abends, weil sie meistens abends hier oben hin und wieder mal arbeitet und bastelt. Und dann hat sie den still und leise zu diesem wunderschönen Winterlandschaftsdiorama erweitert, das so ein bisschen im Stil St. Moritz, französische Schweizer Alpen, irgendwo ein bisschen den Stil der 70er Jahre wiedergeben soll. Hier ist noch ein Spargelanbau in Szene gesetzt worden. Das ist auch ein Bausatz, der vor gar nicht so langer Zeit entstanden ist, der allerdings wohl ziemlich zum Verzweifeln war, habe ich mal sagen lassen, weil die Spargelbündel natürlich auch sowas von winzig sind, dass es fast nicht mehr geht, und es war auch schwierig, diese Plane irgendwie zu bauen und aufzuziehen. Die kleine Seilbahn, muss ich jetzt auch verraten, ist jetzt nicht 1:220, sondern nur 1:160, und auch der Helikopter, der hier im Einsatz kurz vorm Abheben ist, der ist natürlich auch nicht in 1:220. Dann haben wir hier so einzelne Anlagenbereiche, die hier noch einfach ergänzt wurden, die vielleicht später auch mal eigenständig dann als Anlagenteile entstehen werden. Das ist hier ein Fragment eines Flughafens. Und das ist hier auch ein Fragment mit ein bisschen Wasser wieder, das dann vielleicht irgendwann mal erweitert wird. Und schließlich haben wir hier noch eine Landwirtschaft, bei der auch einiges geboten ist. Und hier ist noch jemand am Schaukeln.
Das Ganze ist natürlich bei Nacht wunderschön beleuchtet, wenn man die Hauptbeleuchtung ausschaltet. Das habe ich jetzt hier einfach nochmal als Ergänzung. Und man sieht hier, es blinkt überall und leuchtet. Und die ganzen Gebäude sind beleuchtet. Fabrikhalle wird auch nachts gearbeitet anscheinend. Und hier jetzt auch, hier sieht man den Zirkus, das Zirkuszelt ist schön beleuchtet. Dann hier auf der Brücke ist ein Stau. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, dass man den vielleicht auch nochmal sieht. Selbst Neuschwanstein ist komplett beleuchtet. Die haben anscheinend gerade einen Großempfang. Dann nochmal rüber zu diesem See mit Eis, wo hier Schlittschuh laufen wird. Das muss man auch bei Nacht einfach mal anschauen. Und schließlich hier noch der Bauernhof. Die haben auch eine Nachtschicht eingelegt, weil sie noch die Ernte heimfahren müssen. Der Rummelplatz nochmal. Und dann zum Abschluss nochmal ein Zug. So, das war's mit der Z-Anlage bei Nacht. Das war's mit meinem Ausflug ins Dachparadies vom Kurt Feilke in Raisting in Spurt Z im Maßstab 1:220. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.